Hallo liebe Elvis-Fans, ja, ich bin schon wieder da mit einem Video, denn die Ereignisse überschlagen sich. Wer auf meinem großen Kanal in Vinyl Veritas schon zu Gast war und hat mein letztes Video gesehen, das war ein Special zum Record Store Day. Der Record Store Day war am vergangenen Samstag, 22. April, und natürlich war der Record Store Day auch für uns Elvis-Fans ein interessanter Tag, denn es gab tatsächlich eine Neuveröffentlichung, die es speziell für den Record Store Day gab, und natürlich habe ich mir die zugelegt, das ist klar, und wir machen jetzt gemeinsam das Unboxing. Ich lade euch mit ein dazu zu Elvis Presley Burning Love, die RCA Rehearsals, mein Unboxing. Viel Spaß! Rock and roll has got to go. Elvis Presley. Ich weiß, was drin ist. Ja, in meiner Region waren beispielsweise 2 explizit ausgewiesene Schallplattenhändler mit dabei, die mitgemacht haben zum internationalen Record Store Day, der eigentlich eine europäische Erfindung ist, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber mittlerweile hat sich das weltweit durchgesetzt. Auch die Amerikaner sind immer ganz geil auf den Record Store Day. Ja, und das hier ist die Veröffentlichung, die wir als Elvis-Fans bekommen haben an diesem Tag. Elvis Presley Burning Love, the RCA Rehearsals. Und die wollen wir jetzt mal gemeinsam auspacken. Vorher möchte ich euch aber gleich mal den Stick hier zeigen, den Hype-Sticker. Da können wir drauf lesen: Record Store Day, Elvis Presley Burning Love, the RCA Rehearsals 2LP 50th Anniversary Edition includes 25 tracks from Elvis' historic 1972 RCA studio recordings, produced by Ernst Michael Jürgensen, mixed by Grammy Award-winning producer Matt Ross Spang. Soweit also der Hype-Sticker. Keine Ahnung, 10 Jahren, 20 Jahren, 100 Jahren wird mal jemand sagen, da war doch ein Hype-Sticker dabei. Und dann kannst du sagen, ja, diesen Hype-Sticker habe ich auch und habe ihn auch aufgehoben. Ja, jetzt haben wir mal hier die Folie entfernt. Wir werden natürlich nachher auch mal in das Album reinhören. Aber jetzt zunächst schauen wir uns das Album erstmal an. Also wir haben hier ein wunderschönes Cover. Ihr kennt das Titelbild. Das Titelbild, wer von euch den Film Elvis on Tour kennt, das ist die Szene, in der Elvis Always on My Mind singt. Ist also hier vorne drauf abgebildet. Oben haben wir RCA, Elvis Presley Burning Love, the RCA Rehearsals. Schauen wir gleich mal zur Rückseite. Was erwartet uns hier auf der Rückseite? Wir haben hier einen interessanten Text. Ich übersetze das Ganze mal für euch gleich ein bisschen. Vom 27. März bis zum 29. März nahm Elvis in den RCA-Studios in Hollywood zum ersten Mal seit 12 Jahren auf. Diese Daten markierten außerdem das Debüt seiner berühmt-berüchtigten TCP Live Band, die also zum ersten Mal bei einer tatsächlichen Aufnahmesession mit dabei waren, die also großartige Aufnahmen hervorbrachte wie Burning Love, Always on My Mind, Fool und Separate Ways. Ein paar Tage später, am selben Ort, nahm RCA eine einzigartige, ja, Fly on the Wall, das ist, kann man schlecht übersetzen, das bedeutet Mäuschen spielen, dabei sein im Studio, Fly on the Wall Versions von seinen Songs auf, während Elvis mit seiner Band probte für die bevorstehende US-Tour im April. Den 50. Jahrestag dieses historischen Ereignisses feiernd wurde dieses 2-LP-Set produziert von Ernst Michael Jürgensen und gemixt von dem Grammy Award-winning, also der einen Grammy Award gewonnen hatte, Produzent Matt Ross Spang, und zeigt seltene Studio-Outtakes und intime Höhepunkte der Proben. Soweit mal die Übersetzung.
Ja, und das haben wir also hier hinten drauf. Und dann haben wir des Weiteren hier jetzt die Titelauflistung. Ich lese jetzt nicht alle Titel vor. Burning Love, For the Good Times. Übrigens For the Good Times für mich ein Song, den ich früher immer so, naja, der lief halt so mit. Aber seit das On-Tour-Box-Set erschienen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von diesem Song mehr und mehr begeistert. Ich höre den total gerne, gerade auch in dieser Probenversion. Always on My Mind, Separate Ways, The First Time Ever I Saw Your Face. Dann haben wir auf der Seite B interessante Stücke drauf, die jetzt keine neuen Songs vom Studio waren, die er aber in seinem Live-Konzert ja immer gespielt hat. CC Rider, Proud Mary, Never Been to Spain, Boxer and Annie und so weiter. Auf der Seite C haben wir dann interessante Fassungen von Help Me Make It Through the Night, Young and Beautiful, absolute Rarität, gab es zwar vorher schon, war schon mal veröffentlicht worden, Lordy Miss Claudia, Release Me und so weiter. Ja, und auf der Seite D haben wir diese legendäre Gospel-Session. Und da ist mir was aufgefallen. Wer von euch das Boxset hat, Elvis on Tour, der wird feststellen, dass How Great Thou Art auf dem Boxset nicht drauf ist. Ich habe es nicht gefunden. Hier ist es drauf. Und wir werden nachher mal Fly on the Wall machen. Wir werden ein bisschen Mäuschen spielen und werden mal speziell dieses How Great Thou Art uns anhören. Da bin ich jetzt schon gespannt. Aber wir sind beim Unboxing und deshalb klappen wir erstmal auf. Schaut mal, was sich hier alles tut. Ja, wir haben also hier nochmal auf der Seite die Titelauflistungen. Dazu die Anmerkungen, wer die Musiker alle waren. Und ihr werdet es nicht glauben. Man hat Ronnie Todd wieder vergessen. Ihr kennt diesen Emoji? Ja, es ist unglaublich. Man hatte Zeit gehabt, das jetzt zu korrigieren. Also da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen das Verständnis, warum hier der Drummer nicht aufgelistet wird. Das musste doch klar sein, als im Januar die Box veröffentlicht war, musste doch klar sein, das ging doch durch alle Foren, dass man ihn vergessen hat. Man hätte, das wäre doch ein leichtes gewesen, hier unseren Ronnie Todd, unseren guten Ronnie, der ja leider auch schon verstorben ist, mit darauf zu bringen. Naja, sei es drum. Also, aber das finde ich jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Das kann mal passieren bei dem Boxset. Ich habe das damals verteidigt, wer mein Video dazu gesehen hat. Übrigens, das Video zur On-Tour-Boxset findet ihr auch auf dem Kanal. Ich verlinke es euch. Da habe ich das noch ein bisschen hinweggelächelt, habe gesagt, das kann passieren. Es gibt Schlimmeres auf dieser Welt, als dass man den Ronnie Todd vergisst. Aber nein, also das ist jetzt schon ärgerlich. Man hatte genug Zeit, das zu korrigieren. Das ist schlampig gearbeitet. Das muss ich jetzt einfach mal so deutlich sagen. Ja, und jetzt haben wir hier auch schon den interessanten Hinweis bei How Great Thou Art unreleased. Das ist wirklich interessant. Bei allen anderen Stücken, die schon veröffentlicht wurden, steht tatsächlich dabei, wo sie bereits veröffentlicht wurden. Und von daher ist das jetzt tatsächlich interessant hier. Werden wir dann auch gleich mal reinhören, sofern uns YouTube nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, dann haben wir hier noch einen Aufsatz dazu, Elvis Sunset Boulevard. Ich habe es noch nicht gelesen, wie gesagt, ich habe ja die LP, die Doppel-LP jetzt gerade erst bekommen. Ihr seid beim Unboxing live dabei, beziehungsweise beim Record Store Day, aber bin jetzt erst dazu gekommen, diese LP, diese Doppel-LP jetzt aufzumachen und werde sie dann nachher natürlich auch hören. Aber wir machen gemeinsam eine Sneak Preview, eine kurzen Vorschau und schauen tatsächlich mal rein in How Great Thou Art. Da bin ich jetzt selber gespannt. Das kann ja eigentlich nur von den Proben sein, gemeinsam mit den Stamps. Lassen wir uns mal überraschen. Aber jetzt, bevor wir das machen, öffnen wir das Vinyl. Und was muss ich feststellen? Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich jetzt gleich ganz böse werde. Wir haben wieder billigste Papierhüllen bekommen. Also das erste, was ich mache, wenn ich das Video fertig habe, ist, dass ich diese Hüllen austausche. Ich schaue sicherheitshalber nochmal, ja. Ist bei der zweiten LP leider genauso. Trotzdem tun wir sie einmal raus. Da reibt jetzt das Papier an der Vinylscheibe. Da tut mir persönlich der Bauch weh. Wir sehen das orange RCA-Label, das ist korrekt für 1972. Ich meine, ja, wir haben nicht 1972, aber RCA hat ja
in ihrer Veröffentlichungspolitik das so gemacht, dass wenn sie also jetzt Aufnahmen von Elvis bringen, dass man das Label nimmt, das der jeweiligen Zeit entspricht, also als diese Aufnahmen gemacht wurden. 1972 war das orange Label bei RCA angesagt, das heißt, wir finden das hier auch auf der LP und ich spare mir jetzt, dass ich die zweite LP auch noch raushole, denn die wird dann nur einmal rausgeholt und dann wird zuallererst mal hier ein anständiges Inner Sleeve genommen, also eine Innenhülle, die auch wirklich diesen Namen verdient. Ja, soweit zum Unboxing und jetzt gehe ich mal zu meinem Plattenspieler, zum Turntable, wie man so schön sagt. Und ihr seid live dabei, nicht live, aber ihr seid dabei. Und wir hören mal rein in How Great Thou Art. Das interessiert mich jetzt selber mehr als alles andere. Ein Unboxing-Video ist ja kein Besprechungsvideo, deswegen sage ich jetzt auch, kann ich jetzt auch nichts zur Soundqualität sagen. Ich kenne es von der Box, also ich kann mir vorstellen, dass wir das auf Vinyl in guter Qualität auch haben werden, denn die Box war klanglich schon überzeugend, fand ich. Aber How Great Thou Art ist auf der Box gar nicht drauf. Insofern schauen wir jetzt mal, was uns mit How Great Thou Art erwartet. Und ihr geht mal schnell mit rüber zu meinem Plattenspieler. Thank you very much. We'd like to do a What's that? gospel song, ladies and gentlemen, we did in 1966. Hört ihr das? Live. Okay. Oh Lord, there's things like Warum man jetzt How Great Thou Art in einer Live-Version auf dieses Album drauf hat, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht ganz. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich zwar grundsätzlich über jede Fassung von How Great Thou Art von Elvis. Ich habe noch nie eine schlechte gehört. Auch die ist gut. Sie stammt übrigens vom 9. April 72 Hampton Roads. War somit auch auf der CD-Box mit drauf, auch über die Streaming-Dienste downloadbar. Sie war allerdings nicht auf dem Album Elvis Live 1972, das es ja bereits gab. Warum man aber jetzt zu dem Doppelalbum mit den Proben die Live-Fassung von How Great Thou Art mit drauf hat, erschließt sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht, verstehe ich nicht. Die hätte auf das andere Doppelalbum gehört, aber nicht auf dieses. Vielleicht gab es auch Platzprobleme, ich weiß es nicht. Wie auch immer. Also gut, wir haben die Fassung jetzt, aber sie ist falsch einsortiert. Definitiv. Ja, liebe Freunde, das war's mit meinem Unboxing-Video. Ich bin hier gerade in einer etwas unbequemen Position neben meinem Plattenspieler. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart beim Unboxing. Es wird schon sehr bald ein Video geben wieder von mir zum Bereich Elvis, denn die Pläne sind schon sehr weit gediehen. Es wird um einen Elvis-Song gehen, der erst 40 Jahre nachdem er aufgenommen wurde, überhaupt das Licht der Welt erblickte. Aber mehr will ich mal noch nicht verraten. Könnt ihr euch schon darauf freuen, auf eine spannende Story. Ansonsten toll, dass ihr wieder mit dabei wart und ich möchte euch bitten, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert meinen Kanal. Über einen Gefällt mir, einen Like freue ich mich auch. In diesem Sinne, long live the King, Dankeschön, ciao und servus, euer Gerd.